Herzlich willkommen im Biotopia Lab. Heute bekommt ihr einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen und zwar in unsere allererste Pop-up-Ausstellung Fungi for Future. Ich bin hier mit der Kuratorin Tanja Seiner. Hallo Tanja. Hallo Dora. Worum geht es denn bei der Ausstellung? Ja, es geht um Pilze und darum, was Pilze eigentlich sind, welche Relevanz sie für uns Menschen haben, aber auch in der Natur und auch welche Rolle sie in Zukunft vielleicht spielen könnten. Ja, Pilze haben eine ganz wichtige Rolle als Zersetzer in der Natur zum Beispiel. Sie können organische Abfälle zersetzen und ihre Mineralstoffe wieder zurück in den Kreislauf der Natur führen. Pilze sind ganz wichtige Symbiosepartner für die meisten Landpflanzen. Menschen verwenden Pilze wie zum Beispiel die Hefe schon seit Jahrtausenden, um Alkohol herzustellen, Brot zu backen. Pilze finden eine sehr hohe industrielle Anwendung von Waschmitteln bis Papierherstellung. In der Medizin sind Pilze seit Jahrtausenden als Heilmittel bekannt. Das sind einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsbereiche auch von Pilzen. Und natürlich essen wir auch gerne Pilze. Was viele nicht wissen, Pilze, obwohl wir sie essen, sind weder Tiere noch Pflanzen. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, sehr lange wurden Pilze tatsächlich dem Reich der Pflanzen zugeordnet. Erst im späten 20. Jahrhundert hat man erkannt, dass Pilze weder Tiere noch Pflanzen sind. Und Pilze sind sogar den Tieren näher verwandt als den Pflanzen. Sie ernähren sich zum Beispiel auch durch die Aufnahme organischer Substanzen, die sie aus der Umgebung aufnehmen, anders als Pflanzen, die Photosynthese betreiben. Sehr interessant ist, dass das Reich der Pilze noch weitgehend unerforscht ist. Also wahrscheinlich sind erst 5-10% dieses Organismenreichs erforscht. Das heißt, da gibt es noch sehr viele Unbekannte und ein großes Potenzial auch, wenn man daran denkt, in welcher Vielfalt Menschen auch Pilze sich zunutze machen. Und wenn du jetzt die verschiedenen Arten von Pilzen ansprichst, erforscht, unerforscht, woran die Leute meistens denken, wenn man sich so einen Pilz vorstellt, ist so diese klassische Hutform. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arten von Pilzen, oder? Ja, so ist es. Also die klassische Hutform oder die Schwammerl, die wir aus dem Wald kennen, das sind die Fruchtkörper von Pilzen und nur ganz wenige Pilze bilden diese Fruchtkörper überhaupt aus. Der eigentliche Pilz befindet sich ganz oft unter der Erde oder auch in einem Baumstamm oder in einem anderen Substrat, in dem der Pilz wächst. Und der besteht aus dem sogenannten Pilzmyzel. Das sind so weiße, ganz dünne Fäden, die so eine netzartige, wurzelähnliche Struktur bilden. Und das Besondere an Pilzen ist auch, dass sie mikroskopisch klein und für das freie Auge teilweise nicht erkennbar sind oder aber eben auch riesengroß. Zum Beispiel ist der größte lebende Organismus der Welt ein Hallimasch in Oregon, der dort einige Hektar unter der Erde besetzt. Natürlich gibt es auch Schimmelpilze, begegnen uns auch häufig im Alltag. Die können wir auf Obst sehen oder auf Lebensmitteln oder auch in Räumen. Schimmelpilze werden aber auch in der Industrie eingesetzt zur Herstellung von zum Beispiel Waschmitteln. Ja, das sind einige Beispiele. Pilze sind auch Parasiten, sie können lebende Organismen befallen, den Menschen zum Beispiel und auch Pflanzen oder Insekten. Pilze bedrohen zum Beispiel die weltweite Bananenernte oder sie werden auf Kakaoplantagen, befallen Kakaopflanzen und verschiedene Insekten, deren Verhalten sie sogar beeinflussen können. Beim Titel Fungi for Future denkt man sich schon, dass das Potenzial der Pilze, unsere Zukunft zu beeinflussen, auch eine große Rolle in dieser Ausstellung spielt. Jetzt haben wir hier verschiedene Ausstellungselemente, die sich auf dieses Thema beziehen. Sollen wir die mal durchgehen? Ja, sehr gerne. Also es ist sehr interessant, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Designerinnen und natürlich auch Unternehmen heute an verschiedenen Materialien forschen, die pilzbasiert sind.
Es gibt hier diese Lampen, die wir hier vor mir sehen. Das ist ein gutes Beispiel. Das Besondere an diesen Materialien ist, dass sie gezüchtet werden können und teilweise auch schon in ihre endgültige Form wachsen können, wie das hier passiert ist. An der Decke sehen wir hier Paneele der Firma Mogo. Das ist ein italienisches Unternehmen und das sind Akustikpaneele. Und hier wirkt das Myzel, das Pilzmyzel, als Bindemittel für Textilfasern, die in diesen Paneelen recycelt werden. Und auch diese Paneele wachsen sozusagen schon in ihre endgültige Form. Außerdem haben wir hier einen 3D-gedruckten Hocker von niederländischen Designern. Das Studio Klarenbeck und Droos hat versucht, lebendes Myzel einem 3D-Druckmaterial beizumengen, und das Myzel hat dann die Funktion, den fertig gedruckten Hocker auszuhärten, indem es sozusagen in der Struktur weiter wächst, und der Hocker hat sozusagen auch dann noch wirklich Fruchtkörper ausgebildet. Das ist ein Versuch, zu erforschen, welche Rolle könnten Pilze tatsächlich in Zukunft als Baumaterialien oder als im Design oder als neue Werkstoffe spielen. Es gibt aber auch heute schon tatsächlich Verpackungsmaterialien, die zum Beispiel Styropor ersetzen. Und das Besondere ist auch, dass pilzbasierte Materialien eben meistens biologisch abbaubar sind, dass sie sehr leicht sind und auch sehr schwer brennbar, was natürlich zum Beispiel für die Architektur eine sehr große Rolle spielt. Dann gibt es noch eine britische Designerin, Carole Collet. Das ist auch sehr interessant, die Fragestellung, der sie nachgeht. Sie untersucht, ob Pilzmyzel auch bei Textilien eingesetzt werden könnte, als Beschichtungsmaterial zum Beispiel, um eine wasserabweisende Funktion zu erzeugen. Also das könnte eine biobasierte Funktionskleidung der Zukunft werden zum Beispiel. Gut, das waren ja jetzt schon einige Einblicke in unsere Ausstellung. Gibt es noch Elemente, die dir besonders am Herzen liegen, die du hier herzeigen möchtest? Ja, sehr gerne. Zum Beispiel gibt es hier vegane Sneaker. Das ist ein Paar Turnschuhe von einem Münchner Unternehmen, das eine alte Tradition eigentlich wieder aufgegriffen hat, nämlich die Herstellung von Zunderschwammleder. Also der Zunderschwamm, den kennen wir als Baumpilz aus unseren Wäldern, und die Berliner Designerin Nina Fabert hat dieses alte Handwerk wieder belebt und verschiedene Materialexperimente angestellt und hat dann kooperiert mit dem Münchner Unternehmen Nat2, die diese veganen Turnschuhe herstellt. Also das Leder ist ganz samtig weich, und dem Zunderschwamm wird ja auch nachgesagt, dass er eine antibakterielle Wirkung hat, was vielleicht als Bekleidung für den Fuß auch ganz vorteilhaft sein kann. Dann gibt es das Radical Mycology Journal. Das verweist darauf, dass die Bürgerforschung, also die sogenannte Citizen Science, eine sehr große Rolle spielt in der weiteren Erforschung des Reichs der Pilze. Dieses Journal ist dazu gedacht, dass man es einfach vervielfältigen kann, also in den Copyshop gehen kann und unterschiedliche Informationen über Pilze, über ihre Bestimmung, aber auch ihre Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel das Färben mit Pilzen, ist etwas, was man auch zu Hause ausprobieren kann. Das wird hier drin vorgestellt, und das ist ein weltweites Netzwerk, das sich da schon gebildet hat an Amateurmykologen, die sich immer wieder bei großen Veranstaltungen treffen und in Workshop einfach einen Wissensaustausch betreiben, ihre neuen Erkenntnisse vorstellen und auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten, um das Reich der Pilze tatsächlich weiter zu erforschen. Vielen Dank, Tanja, für diesen super spannenden Einblick in unsere erste Pop-up-Ausstellung Fungi for Future hier im Biotopia Lab. Viele dieser Themen, die Tanja gerade erwähnt hat, und noch viele weitere Themen greifen wir in den anderen Folgen dieser Videoserie auf. Also schaut euch gerne weiter um, wenn euch diese Themen interessieren. Außerdem haben wir auf unserer Webseite unter dem Stichwort Biotopia Lab at Home viele Aktivitäten rund um Pilze und auch zu ganz anderen Themen für euch zum Zuhause erleben oder nachbauen oder nachkochen, entweder alleine oder mit Freunden oder mit der Familie. Also schaut gerne einmal vorbei und bis bald im Biotopia Lab. Danke.